Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch mal zwei Smartphones vorstellen. Also das eine ist das Jumbo Phone und das andere ist das Universal Basic Smartphone. Ähm, Beide Smartphones sind, ich sag's mal so, sowas ähnliches oder eigentlich das gleiche wie das Saga Phone. Ihr kennt sicherlich das Saga Phone, wo ihr euren Genesis Token drauf habt. Ihr von den ganzen Blockchains Airdrops bekommt, also von den jeweiligen Blockchain Airdrops, zum Beispiel beim Saga Phone gab es zum Beispiel einen guten Bonk Airdrop. Und so ähnlich ist es bei diesen beiden Smartphones, die ich euch heute vorstellen möchte, auch. Mit dem kleinen Unterschied, dass diese beiden Smartphones, also das Universal Basic Smartphone, seht ihr hier schon 129 $ und das Jumbo Phone für 99 $, relativ günstig ist im Gegensatz zum Saga Phone 2 beziehungsweise Saga Phone 1. Also eigentlich der ideale Weg, um in diese ganze Materie einzusteigen. Ja, was das Thema angeht, Airdrop, NFT, Smartphone beziehungsweise Krypto-Smartphone. Ja, ich würde vorschlagen, wir gucken uns erstmal das Jumbo-Phone an. Und ja, so sieht das Teil aus. Wir gucken gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail. Die Website ist jumbophone.xyz. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Ich packe euch natürlich die Links in die Beschreibung nochmal rein. Ja, das ist ein Web3-Mobilgerät für Schwellenmärkte. Bisschen doof übersetzt, ist aber halt dementsprechend so. So sieht das Teil aus. Ist ein Smartphone, kostet 99 $. Da kommt noch ein bisschen Versandgebühr mit dazu, beziehungsweise auch Steuern. Ich glaube, insgesamt seid ihr damit 130, 140 €, wenn man es umgerechnet mit dabei. Das ist eigentlich ein relativ guter Preis. Hier seht ihr auch schon mal quasi die Sponsoren, beziehungsweise wer alles mit dem Boot ist. Das Jumbo Phones, also beziehungsweise ist jetzt in über 120 Ländern erhältlich. Ja, auf Leistung ausgelegt. Naja, gut, kommt drauf an, wie man es betrachtet. Wenn man hier sieht, Jumbo Phone ist eine außergewöhnliche Kombination, eleganten Design, Spitzentechnologie mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Ist natürlich den ihrer Meinung nach Spitzentechnologie ist, naja, schlecht zu vergleichen mit irgendwas, aber mein Smartphone hat da deutlich mehr Leistung unter der Haube sozusagen. Aber ich meine, was will man für 99 $ verlangen? Da wird man kein High-End beziehungsweise kein Hightech-Smartphone bekommen für das Geld. Ja, 6,5 Zoll IPS LCD Display, eigentlich, ich möchte fast sagen, ein Standard heutzutage. Octa-Core-Prozessor, ja, ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches sozusagen, was das Gerät mitbringt. Dual-Kamera ist eigentlich auch so gut wie ein Standard heutzutage. Ja, hier seht ihr das Ganze nochmal sozusagen als Bild. 4900 Milliampere-Stunden Akku. Ich glaube, das ist schon etwas größer. Dual-SIM, Play, Empower, Earn, Inspire, Live. Ja, so sieht das Telefon aus. Ihr seht es halt eben auch. Ihr habt die Möglichkeit, in zwei unterschiedlichen Farben zu bestellen. Ich sag's mal so, kein High-Performance-Telefon, aber es geht jetzt auch nicht direkt um das Telefon, sondern es geht eigentlich um das, was das Telefon kann, beziehungsweise das Projekt. Also auf dem Telefon ist zum Beispiel die Jumbo-App drauf. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit mit zu verdienen. Das heißt, ihr könnt hier Earnings bekommen, in denen ihr unterschiedliche Aktivitäten durchführt. Und ihr bekommt auch alleine schon in der App, wenn ihr die runterladet, auch schon mit ein bisschen Glück einen Airdrop. Ansonsten gehen die Airdrops direkt auf das Telefon. Ihr bekommt dann immer so eine Art NFT auf das Gerät drauf, was halt eben euch für die Airdrops klassifiziert. Das kann ein NFT sein oder irgendwas anderes, eine Wallet, die euch dafür klassifiziert. Und genau das gleiche ist es auch bei dem Smartphone so. Das Ganze läuft zum größten Teil über Aptos. Aptos ist eine Blockchain, eine Layer 1 Blockchain. Da könnt ihr euch selber noch mal im Netz informieren, was das genau ist. Und ihr seht es hier nochmal, ihr seht es hier für nur 99 $. Kommt natürlich noch ein bisschen Versand mit dazu und beziehungsweise Steuern gehört es euch. Und da kommen natürlich auch noch unterschiedliche Geschichten dazu, wie zum Beispiel Airdrops. Das heißt, wie beim Saga Phone habt ihr auch die Möglichkeit, hier an Airdrops teilzunehmen. Und das, ich sag mal, für 99 $, bisschen Versand und Steuern mit dazu, dann ist es eigentlich meiner Meinung nach ein guter Preis. Ja, das Ganze jetzt mal im Social Media betrachtet, sieht das auch relativ gut aus. Das ist jetzt quasi die X-Präsenz von Jumbo. Ihr seht hier nochmal, hier ist relativ viel los. Ihr seht, das Telefon gibt es wirklich. Das ist kein
Scam oder irgendwas in der Richtung, sondern ihr könnt es richtig kaufen. Und hier ist richtig Action. Hier wird auch nochmal gezeigt, so sieht das die Verpackung aus. Es ist schon verschenkt worden auf einigen Summits. Zum Beispiel beim Solana Summit waren sie in APEC gewesen. Und so weiter und so fort. Es gibt auch viele Gewinnspiele, wie man ans Jumbo so rankommen kann. Ja, guckt es euch einfach mal an. Und ja, wie gesagt, für das Geld, was das kostet, ist es eigentlich meiner Meinung nach ein relativ guter Preis. Hier seht ihr nochmal, die waren beim Solana Summit gewesen. Hier seht ihr auch nochmal das Jumbo-Phone sozusagen. Beziehungsweise, ja gut, jetzt haben sie den Rucksack eingeblendet, aber man sieht es hier. Das heißt, dass es wirklich da funktioniert und ist meiner Meinung nach coole Geschichte, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ähm, günstiges Smartphone, gut, kein High-Performance-Smartphone, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber dadurch, dass ihr hier AirDrops bekommt von unterschiedlichen Geschichten, macht sich das Telefon bezahlt. Ich vermute mal, dass sich das Telefon von selber bezahlen wird. Ja, gucken wir uns Geschichte Nummer 2 an. Das ist mein von den beiden Telefonen, wenn ich jetzt abwägen könnte, welches nehme ich. Ich meine, ich bin ehrlich zu euch, ich kaufe mir beide, weil selbst das andere Smartphone, das werde ich wahrscheinlich nicht im Alltag benutzen, das Jumbo-Phone, kann aber zum Beispiel irgendwelche Handy-Mining-Projekte drauf lassen, Verus zum Beispiel oder irgendwas in der Richtung. Ja, von daher spielt das keine Rolle, wie gut oder schlecht das Telefon ist. Ne, für so ein bisschen Smartphone-Mining reicht das vollkommen aus. Ja, als nächstes Universal Basic Smartphone, also ein Telefon für jeden Menschen. Das ist etwas teurer, das heißt etwas teurer, kostet 129,99, da kommen noch $30 Versand dazu. Da seid ihr mit $159 dabei. Das sind 150 Euro und ist meiner Meinung nach trotzdem immer noch ein guter Preis, beziehungsweise relativ günstig, weil die meisten werden das Smartphone wahrscheinlich nicht selbst benutzen und halt eben im Schrank liegen lassen. Geht halt eben um die AirDrop-Geschichte. Aber das, finde ich, sieht auch ein Stück weit besser aus, meiner Meinung nach. Wenn man mal sieht, hier Claim Your Daily Dividend, also das ist quasi der Genesis-Token, da kommen wir gleich nochmal dazu, beziehungsweise NFT. So sieht das Teil letztendlich aus. Meiner Meinung nach schon ein bisschen besser, sage ich jetzt mal. Nicht so relativ einfach. Hier wird das Ganze nochmal so ein bisschen erklärt, halt eben ein Universal Basic Phone, also ein universales Standardtelefon für jedermann mit ein bisschen künstliche Intelligenz, Unterstützung und so weiter und so fort. Ihr seht hier, Claim Your Telefon Genesis Token für alle, die im Bereich Saga Phone dabei sind, beziehungsweise dabei waren. Ich denke, euch ist bekannt, was das ist. Das bedeutet, ihr claimt quasi euren Token und anhand dieses Token, beziehungsweise auch NFTs, bekommt ihr an euer Smartphone sozusagen Airdrops von den unterschiedlichen, sagen wir mal, die auf der Blockchain ihren Coin launchen und halt eben den Airdrop. Beim Saga Phone ist es halt eben so Solana. Das heißt, die meisten haben einen Bonk Airdrop bekommen oder alle haben Bonk Airdrop bekommen, was glaube ich sogar mehr als die Telefonkosten gedeckt hat. So war das gewesen. Und was ähnliches wird hier auch passieren beim Universal Phone. Sozusagen seht ihr hier nochmal. Und hier habt ihr auch noch die Möglichkeit, an unterschiedlichen Payback-Geschichten mit teilzunehmen. Das ist alles schon mit drauf. Das kommt zu euch. Seht ihr hier Cashback an 14.000 Stores. Seht ihr hier zum Beispiel bei Starbucks, was halt eben für uns relevant wäre, oder Burger King. Alles andere ist nicht bei uns. Ihr habt die Möglichkeit, ganz normal, wie im Web 3 üblich, einen Swap durchzuführen, direkt auf dem Telefon. Also hier Earn Crypto Cashbacks on Trading and Gas Fees. Das heißt, ihr könnt auch direkt damit Kryptos verdienen, tauschen, ja, und halt eben Gebühren sparen letztendlich. Dazu kommen noch 600 mobile Native D-Apps. Kennt ihr auch halt eben aus der Ton Blockchain. Das Ganze basiert auf Ton Blockchain. Das bedeutet, dass auch die Airdrops, die auf dem Telefon stattfinden, alle über die Ton Blockchain laufen. Das heißt, wahrscheinlich wieder Meme-Coins über Ton Blockchain. Und der ein oder andere ist auch schon bestätigt. Gucken wir uns gleich an. Ja, hier nochmal ein bisschen Technik-Kram, was das Telefon angeht. Ihr seht hier Farbe Cyber Silver, es ist Silber. Es hat einen 4050 mAh Lithium-Ionen-Akku. USB-C, Ladeanschluss, ansonsten 4G-Netzwerk, alles das, was wir bei uns brauchen. Multimedia, MP3, MP4 ist klar. Memory 6 GB RAM, 120, 28 GB Storage. Also ja, Standard auf jeden Fall. Er hat ein bisschen mehr Bums auf der Platine quasi wie das Jumbo Phone. Ja, und 128 GB Speicher. Android 10.
und halt eben im 8-Core-Prozessor. Hier seht ihr nochmal die Benefits ein bisschen, ist aber alles so Standardkram meiner Meinung nach. Also Full HD-Screen, eigentlich hier Dual-SIM ist auch fast normal, Wi-Fi ist klar, Bluetooth, Kalender. Gesichtserkennung unterstützt auch so gut wie jedes Smartphone heutzutage. NFC, GPS, alles Standardgeschichten. Was ist in der Box? Smartphone, Charger Adapter, User Manual, Phone Case. Also ist sogar eine Hülle mit drin. Es ist sogar ein Protection Film. Also eine Folie, ein Panzerglas oder irgendwas. Ist halt eben mit dabei. Wie gesagt, 129,99. Das Ganze $30 Versand drauf. Und mit eurer Ton-Wallet habt ihr dann die Möglichkeit, direkt hier mit Connect Wallet. Ihr zahlt dann eure, hier seht ihr nochmal $30 Versand. Also 159,99 sind 22,07 Tonnen. Und dann kommt das Gerät letztendlich zu euch nach Hause. Ja, wir gucken nochmal ganz kurz auf den Twitter bzw. jetzt X-Account. Seht ihr dementsprechend hier. Und zwar, ich hatte es ja gesagt, es ist ein Telefon, wo ihr Airdrops bekommt. Und hier, wenn man mal so ein bisschen scrollt, findet man sogar einen. Das heißt, das könnte eventuell einer werden, das weiß man halt eben noch nicht. Ja, und wir gucken einfach mal, ich habe vorhin einen gesehen, genau zum Beispiel hier. Das heißt, hier wurde am 22. Juni bestätigt, dass ihr zum Beispiel diesen Kangaroos Ton, dass ihr von diesen Meme-Coin bzw. Token definitiv einen Airdrop auf euer Smartphone letztendlich bekommt. Ihr seht es hier, 1% of OK will be allocated for all Oyster Labs Phone Holders. Das heißt, das ist das Telefon, was ich euch gerade gezeigt habe, also das Universal Basic Smartphone und so weiter und so fort. Ich bin auch der Meinung, dass es hier noch weitere coole Airdrops geben wird. Ja, und ich sag mal für 159, 95, 99 ist es halt eben eine wirklich coole Geschichte letztendlich. Ja, also ihr habt quasi die Wahl zwischen den Jumbo sag ich schon, Jumbo Smartphone, jetzt hatte ich versucht, Smartphone so versucht in ein kurzes Wort zu kombinieren, ein Smone, egal. Also das Jumbo Smartphone, wie ich es ja schon gesagt habe, mit den Airdrops, die da definitiv kommen, $99 relativ günstig. Ja, und gute Internetpräsenz, auch halt eben die Socials sind aktiv. Hier wird es definitiv den einen oder anderen Airdrop geben. Basiert halt eben auf Blockchain Aptos, das hatte ich ja eben schon gesagt. Das heißt, wenn Airdrops reinkommen, dann wird es über die Aptos Blockchain sein, beziehungsweise auch Token, die auf Aptos released werden. Ja, und das zweite hat man das Universal Basic Smartphone sozusagen. Das ist das Teil hier. Fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen besser. Ja, also wenn das so aussieht, dann sieht das wirklich cool aus. Ob ihr die Telefone dann jetzt im Nachgang für euren eigenen Gebrauch nutzt, sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall, ihr bekommt auch Airdrops hier, bekommt auch ein Genesis Token. Und ja, das soll es erstmal jetzt von mir gewesen sein. Keine Verkaufsempfehlung oder irgendwas, ganz, ganz wichtig. Wir werden dafür auch nicht bezahlt. Es sind keine Affiliate-Links drin. Das heißt, wenn ihr euch sowas kauft, dann kriegen wir keine Provision oder irgendwas. Wir haben auch kein Geld für das Video bekommen, aber die Themen gehören halt eben unserem Kanal mit dazu. Deswegen stellen wir euch die beiden Telefone vor. Und was ihr letztendlich draus macht, müsst ihr entscheiden, ob ihr euch von den Telefonen, ob ihr euch eins zulegt oder nicht. Ist halt eben jedem selbst überlassen. Ja, und von daher, denkt bitte zweimal drüber nach, bevor ihr irgendwo eure Kohle rausballert sozusagen. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch. Bis die Tage. Bis später. Ciao.